Mir ist im Krankenhaus klar geworden, dass mein Leben jederzeit zu Ende sein kann. Deswegen sollte man sein Leben genießen. Es gibt noch so viel, was ich noch erleben möchte. Ja, die von Sterneck hat den Auftrag unterschrieben, haben Sie ja selbst gesehen. Na also, dann werden wir der Presse eben jetzt so spielen, dass Caradonna Kinder für sich arbeiten lässt. Fertig aus. Ja, hör mal, mit Wasser auf eine Viertelmillion anstoßen, Simon. Es geht um ein Achtel. Ich werde Marc nämlich die Hälfte von meinem Anteil abgeben. Also entschuldige, wenn ich mich deiner Spendenaktion nicht anschließen kann, aber ich brauche das Geld einfach dringend für mich. Was ist das denn? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber was hältst du davon, wenn wir heiraten? Heiraten. Wir. So richtig mit weißer Kutsche. So doch nicht. Und vor dem Standesamt warten dann alle deine Kollegen auf uns. Auch ein Weiß. Jetzt verarsch mich nicht. Ich meine das ernst. Mann. Das ist immerhin das erste Mal, dass mich jemand sowas fragt. Ich frag das auch nicht jeden Tag. Jetzt sag schon ja. Bitte. Warte mal, was hältst du von... Ja, so weit waren wir auch schon. Des Öfteren sogar. Nina? Hast du nicht einen guten Namen für Marks neue Personenschutzagentur? Ist es schon soweit? Lukas entwirft gerade die Gesellschafterverträge. Dann kann's ja dauern. Müssen wir uns nicht so abhetzen. Unser Bruder hat mir versprochen, morgen damit fertig zu sein. Prost. Lukas verspricht immer sehr viel. Hast du das gemeint? Ich habe Nina nur erzählt, dass Lukas und du nicht so gut miteinander könnt. Oh, ich liebe meinen Halbbruder. Solange er weit, weit weg ist. Ach, Felix, jetzt mach doch nicht gleich so ein Drama daraus, nur weil ich mal keine Zeit habe. Du hast immer weniger Zeit für mich. Felix, ich leite eine Firma und wenn ich da Mist baue, dann stehen morgen die Leute auf der Straße. Dir fällt aber auch immer eine Erklärung ein. Das ist keine Ausrede. Kriegt ihr jetzt doch noch was? Ja, noch mal dasselbe, bitte. Hi. Sorry. Ich musste echt erst mal meinen Kopf lüften. Hast du dich entschieden? Ich war doch nur 20 Minuten weg. Wie läuft denn so eine Hochzeit eigentlich ab? Keine Ahnung. Ich denke mal, wir gehen zum Standesamt und lassen unsere Lebensgemeinschaft eintragen. Klingt ja wahnsinnig romantisch. Das wird's schon, wenn wir es wollen. Wenn du willst. Bei meinen Eltern bin ich damals ausgezogen, weil sie immer wissen wollten, wo ich hingehe und wann ich wiederkomme. Glaubst du, ich frag dich jetzt andauernd, wo du hingehst oder woher du kommst, nur weil wir zusammen sind? Aber wir sind doch zusammen. Offiziell meine ich. Ich bin doch eigentlich zu jung für sowas. Das war wohl doch ein bisschen zu wenig Bedenkzeit, oder? Weißt du was? Ich hebe ihn einfach auf, bis du dich entschieden hast, okay?
London steht ein Container mit einer Lieferung für Caradonna, der morgen früh um 8 Uhr ausgeliefert werden soll. In Düsseldorf. Verstehst du's? Wo ist denn da das Problem? Von London nach Düsseldorf. Das sind 1,5 Stunden für den Flieger. Der Container sollte aber bereits jetzt in Düsseldorf sein. Er steht aber immer noch in London, weil sie ihn dort aus Versehen ausgeladen haben. Kannst du jetzt verstehen, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache? Am besten lege ich mich auch in einen Container in London. Vielleicht bin ich ja dann interessant für dich. Das ist doch Blödsinn. Von Sterneck? Nein, die Sachen sind noch nicht da. Morgen früh sollen sie geliefert werden. Ja, versprechen kann ich das natürlich nicht. Aber ich kümmere mich selbstverständlich darum. Ja, natürlich. Gut, wiederhören. Das war ein Kunde. Wenn die Sachen nicht pünktlich ausgeliefert werden, dann ist eine saftige Vertragsstrafe fällig. Ich melde mich, sobald sich der ganze Ärger gelegt hat. Tschüss. Ciao. Danke. Aber ich habe wirklich schon gefrühstückt. Du musst unbedingt noch den Lachs probieren, die Trüffelpastete und die hier aus England. Aus England. Kaffee oder Tee? Kaffee bitte. Mir scheint, als wäre dein Vorstellungsgespräch bei den Beinbachs ganz gut gelaufen. Ganz gut läuft etwas bei Leuten, die Durchschnitt sind. Die wollten mich. Also mussten sie meine Bedingungen akzeptieren. So läuft das bei mir. Da bist du auch noch nicht dazu gekommen, meinen Vertrag durchzusehen, oder? Hallo. Oh, Hi, Süße. noch ein Gast. Bitte schön. Angelo, noch ein Gedeck und einen Kaffee, bitte. Setz dich doch. Hast du schon gefrühstückt? Trotzdem, Sieht lecker aus. Habt ihr was zu feiern? Lukas hat einen Traumjob an Land gezogen. Gratuliere. Ich ziehe da immer nur Nieten. wenn du willst, gebe ich dir mal ein paar Tipps. Schaden könnte das bestimmt nicht. Aber zunächst mal zu dir. Dein Vertragsentwurf. Du hast ihn ja. Versprochen ist versprochen. Was mir nur Sorgen macht, ist deine dünne Kapitaldecke. Ja, aber ich habe doch das Geld von Onkel Theo. Computer, eine Telefonanlage, die Miete fürs Büro, Gehälter, Leasingraten fürs Auto, technisches Equipment wie Handy, Waffen. Junge, was glaubst du, was das kostet? Also doch ein Kredit. Durchschnittliche Leute gehen zur Bank. Wir gehen an die Börse. Ja gut, dann schicke ich die Frachtpapiere eben jetzt noch mal nach London. Nee, das bringt jetzt auch nichts, wenn Sie die suchen. Ja gut, alles klar. Ah, Moment. Ja! Beate, passen Sie auf, ich rufe Sie später noch mal an, ja? Gut, bis dann. Tschüss. Stellen Sie das Frühstück bitte... Na? Henning. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Brot und Salz habe ich aber leider nicht dabei. Hallo. Aha. Das ist also dein Exil. Ja, kann man so sagen. Kathi, ich kann Franziskas Mutter verstehen. Schließlich war es deine Party. Ja, und ich habe dem armen Kind mit aller Gewalt Koks eingeflößt. Du weißt doch ganz genau, wie ich zu diesem Zeug stehe. Ja, aber sie fühlt sich einfach schuldig, weil sie es nicht verhindern konnte. Deshalb hat sie so heftig reagiert. Egal. Ich habe zurzeit andere Probleme. Mein Problem ist aus Metall und steht immer noch in London am Flughafen, weil dieser freundliche Mitarbeiter der Airline es versäumt hat, ihn heute Morgen mit der ersten Maschine rauszuschicken. Versäumt. Und warum? Weil er die Frachtpapiere nicht finden kann. Die du ihm jetzt zufaxst. Ja, ich habe das heute Nacht schon mal getan, aber die hat er ja auch verschlammt. Wann musst du denn liefern? Vor genau 10 Minuten. Beate und ich, wir versuchen, die Kunden noch ein bisschen hinzuhalten. Aber wenn die Lieferung nicht bald kommt, dann Fax gesendet. Aha. Naja. Dann erübrigt sich wohl meine Frage, ob wir zusammen frühstücken. Wenn sich das Chaos hier ein bisschen gelichtet hat, wollte ich ganz gerne Felix sehen. Okay. Rufe an, wenn du Hilfe brauchst. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich habe schon gedacht, ich muss gleich an die Börse. Das kommt, wenn du die großen Gewinne einfährst. Aber wie soll denn die Agentur jetzt heißen?
Ich habe noch immer keinen Namen gefunden, der mir wirklich zusagt. Lass mal. Mir fällt bestimmt was ein. Und was dein Firmenlogo angeht, Beinbach Media hat ein paar sehr gute Grafiker zur Hand. Das ist schön für die von Beinbachs, wirklich. Aber ich kann mir das nicht leisten. Noch nicht. Viele Anleger, die an der Börse spekuliert haben, sind haarscharf an der Pleite vorbeigerutscht. Ja, sie machen auch 2 Fehler. Erstens, sie zocken und zweitens, sie zocken mit ihrem gesamten Kapital. Aber ich habe doch fast nichts mehr übrig. Und wenn ich das jetzt noch in Aktien stecke, dann... Aber du hast doch noch die 50.000 in der GmbH, oder nicht? Ja. Und mit dem Rest zeichnest du Aktien. Und welche? Biotech. Die sind doch in diesem neuen Markt, oder nicht? Ja, natürlich. Das ist der Markt der Zukunft. Guck mal. Wer jetzt, nachdem die Kurse in den Keller gerutscht sind, einsteigt, wird in kürzester Zeit Millionär. Mein Geld vom Erbe habe ich auch in Biotech-Aktien angelegt. Mit Erfolg. Und was mache ich, wenn die Kurse weiter sinken? Und was ist, wenn die Erde stehen bleibt? Oh, hallo. 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 Oh, Sie müssen Lukas sein. dann sind Sie wohl die charmante Chefin des Hauses. Charlie Schneider. Lukas Roloff. Simon hat mir schon von Ihnen erzählt. Bestimmt nur Gutes. Sie kennen ihn ja. Diplomatisch und schön. Ist eine seltene Kombination. Wenn Sie als Anwalt so wortgewandt sind wie als Charmeur? Marc, um nochmal auf deine Bedenken zurückzukommen. Als Wirtschaftsjurist habe ich gute Kontakte. Sobald sich was tut, erfahre ich es als Erster. Es geht doch nichts über Beziehungen. Mhm. Manchmal geht der Job eben vor. Ein weiterer Grund, zusammenzuziehen. Dann sieht man sich wenigstens nachts. Lass Kathi einfach ein bisschen Zeit. Hm? Ja, aber auf Schönberg haben wir doch auch praktisch zusammen gewohnt. Ja, aber da kann man sich auch aus dem Weg gehen. Zu zweit in einer Wohnung ist das was ganz anderes. Na, Tag der Familienrat? Felix und Kathi haben Beziehungsstress. Wie das denn? Kathi hat doch die ganze Nacht einen verirrten Container hinterher telefoniert. Ja, der ist eben viel wichtiger als ich. Siehst du? Genau das ist das Problem. Wenn es dich tröstet, für mich hatte sie auch keine Zeit. Und es wird auch so bleiben. Denn sobald die Auslieferung über die Bühne ist, will sie sich zuerst bei dir melden. Das wird ein rauschendes Fest. Mit Champagnerbrunnen. Charlie, bitte. Wegen der Kosten mach dir mal keine Sorgen. Aber ich habe doch noch gar nicht Ja gesagt. Angelo. Ja. Champagner. Schon wieder? Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Du willst eine intime Feier, okay. Vielleicht will ich ihn auch gar nicht heiraten. Du willst gar nicht? Doch. Das heißt, ich weiß nicht. Ach, Oliver, du bist nervös, das ist ganz normal. Das war ich auch, bei jedem meiner Ehemänner. Aber warum denn jetzt? Warum nicht erst in 2 Jahren? Tom will eben keine Zeit verlieren. Wie mit seiner Gemeinschaftspraxis. Okay, das Angebot ist verlockend, aber warum geht er denn nicht erst mal ins Ausland oder so? Tom weiß eben, was er will. Eine Praxis und eine Familie. Aber woher weiß ich denn, ob das mein Ding ist? Oliver, aber ihr seid doch so glücklich. Klar. Und das ist auch wirklich schön. Aber muss ich mich deswegen dann gleich lebenslänglich festlegen? Schmeckt das Bier nicht? Doch, das Bier ist okay. Ach so, ich störe. Naja, vielleicht ändert das deine Meinung. Schön, und was soll das? Sie gehört dir. Wieso? Onkel Theo wollte, dass du sie bekommst. Du gibst doch nie was ohne Hintergedanken her. Nie freiwillig. Simon, es ist ein Erbstück, das für dich bestimmt ist. Wo ist der Haken bei der Sache? Kein Haken, keine Bedingungen, nichts. Eine Uhr. Dann ist sie nichts wert. Glaub, was du willst. Aber vergiss eines nicht. Ein Wort von mir genügt und Marc erfährt, dass das Erbe von dir stammt.
Dann erfährt er aber auch, dass du dir seinen Anteil unter den Nagel gerissen hast. Nein, Onkel Theo hat sein Testament aus freien Stücken geändert. Ja, es fragt sich nur, wie du ihn dazu gebracht hast. Dass sich Mark lange nicht um Onkel Theo gekümmert hat, hat ihn sehr erschüttert. Und Onkel Theo wurde wütend. So wütend, dass er Mark nichts hinterlassen wollte. Tja, was dir doch wunderbar in den Kram passt. So leicht bist du auch noch nie zu Geld gekommen. Gehört die einem von euch? Ja. Halt sie in ihrem Bruderherz. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. War er das? Er macht doch einen ganz sympathischen Eindruck, dein Bruder. Halbbruder. Die Rechnung bitte. Die Fracht landet in 10 Minuten. Noch länger konnte ich sie nicht festhalten lassen. Die kleine Sterneck wäre sonst misstrauisch geworden. Es wundert mich, dass sie das nicht schon längst ist bei ihrer dilettantischen Vorgehensweise. Es war nicht vorauszusehen, dass Franziska von Beinbach das Kokain ausprobieren würde. Solche Eventualitäten muss man einkalkulieren. Aber wie sollte ich denn ahnen, dass sowas passiert? Diesmal dulde ich keine Fehler. So, bitte. Es ging aber schnell. Danke. Kathi, müde siehst du aus. Ach, Clarissa, charmant wie immer. Was willst du? Gibt es Probleme? Das könnte dir so passen. Das ist Frau Schraven, meine rechte Hand. Und das ist Herr Melchior, der Einkaufsleiter von Chic. Angenehm. Sehr erfreut. Da der Container jetzt so gut wie gelandet ist, besprechen Sie am besten alles Weitere mit Frau Schraven. Wenn Sie schon mal Platz nehmen wollen. Ich darf mich schon mal verabschieden. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe ihm versprochen, dass wir ihm im Preis ein bisschen entgegenkommen. Besser so, als nicht pünktlich liefern zu können und eine Vertragsstrafe zahlen zu müssen. Ja. Ach, ohne Sie hätte ich das alles gar nicht geschafft. Unsinn. Jetzt drücke ich Ihnen auch noch dieses Gespräch auf. Auf mich wartet niemand zu Hause. Also gehen Sie schon. Vielen Dank. Rundum sicher GmbH, wie findest du das? Total klasse, ehrlich. Wenn ich eine Versicherung hätte, würde ich den Namen sogar nehmen. Ja, jetzt wo du es sagst. Wegen des Namens bin ich allerdings nicht hier. Ist Simon da? Nee, Können wir zusammen auf ihn warten? darin bin ich prima. Ach, hat mein Bruder jetzt mal wieder keine Zeit für dich? Doch, aber ich war eben auf dem Arbeitsamt. Ja, und? Eine Schwangerschaftsvertretung in Neuss, eine in Düsseldorf und eine Halbtagsstelle in Bergheim. Ja, und davon sagt ihr nicht zu, oder was? Und du? Du hast was zu feiern, hm? Ja, das kann man laut sagen. Die Biotech-Aktien, die haben zum Börsenschluss noch mal ganz kräftig zugelegt. Du hast... Ich habe gekauft zu einem Kurs von 9,24 €. Und inzwischen stehen sie bei 14. Das macht nach Adam Ries einen Reingewinn von 40.000 Mark. 40.000 Mark? Da scheint Lukas eine Menge Ahnung von Aktien zu haben. Ja. Und er sagt, das wäre erst der Anfang. So einen Bruder hätte ich auch gern. Und anstatt sich zu freuen, behandelt Simon ihn so, als wäre er ein Verbrecher. Simon muss wissen, was er tut. Ich freue mich jedenfalls, dass Lukas aufgetaucht ist. Du willst Oliver heiraten? Geht das denn? Ja, klar. Eingetragene Lebensgemeinschaft. Cool, ich kriege einen Schwager. Wann ist es denn soweit? Sobald Oliver Ja gesagt hat. Hä, wie Ja gesagt hat? Will er nicht? Er überlegt noch. Ja, was überlegt er denn? Ihr seid doch ein tolles Paar. Ja, und ihr seid doch schon fest zusammen. Ja, das schon, aber er braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Da bin ich wieder. Hi. Also, dein Antrag. Ich bin immer noch von den Socken, aber... Hey, ich erlaub's euch. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Wohin geht denn die Hochzeitsreise? Venedig oder Karibik? Ihr wisst mal wieder mehr als ich. Und ich. Hey, komm, ihr passt so toll zusammen. Du kannst nur Ja sagen. Traumhochzeit. Der trägt den Ring doch noch gar nicht. Okay. Oliver? Auf dass wir ewig zusammenbleiben.
Na, ist dein Blechkasten endlich da? Gelandet und ausgeladen. Glückwunsch. Danke. Das hätte sich sonst auch ziemlich negativ für Caradonna auswirken können. Wollen wir vielleicht eine Runde Dart spielen? Mhm. Na, dann eben nicht. Guck mal, was ist das denn hier? Also meiner ist das nicht. Das ist ja ein Hotelschlüssel. Ja, wie schon gesagt, nicht meiner. Das ist ja wahrscheinlich für dich. Ist doch auch viel praktischer, als immer anzuklopfen, oder? Danke. Hi. Sorry, ich wurde aufgehalten. Nicht schlimm. Bis nachher. Ciao. Hi, Marc. Was gibt's denn hier zu feiern? Hi, Simon. Sag mal, was hast du eigentlich mit deinem Geld von Onkel Theo gemacht? Warum fragst du? Ich bin mit meinem Geld an der Börse. Aktien? Mhm. Und ich habe bis jetzt knapp über 40 damit verdient. Gratuliere. Dein Glas steht da schon, also lass uns anstoßen. Weil, wenn es so weitergeht, dann sind es bald 50.000. Ich habe einen todsicheren Tipp. Aha. Von wem, wenn ich fragen darf? Von Lukas. Was? Der hat dir gesagt, was du kaufen sollst. Ja, nein. Also eigentlich ist es so, dass ich ihm das Geld gegeben habe und er kümmert sich um alles. Sag mal, spinnst du? Das Geld, das siehst du nie wieder. Damit schmecken sie noch viel besser. Ja denn? Deine Küsse. Halt mal. Wir kommen von der Morgenpost. Was soll das? Wer sind Sie? Laut unserer Recherche lassen Sie Ihre neue Kollektion auf den Philippinen produzieren. Ja und? Ist das etwa verboten? Wenn es sich dabei um Kinderarbeit handelt? Was? Sie spinnen doch. Wir haben Beweise. Erst der Drogenskandal, dann die Kinderarbeit. Das ist doch das Aus für Caradonna.